Schön, dass ihr wieder bei TU's Kochtour eingeschaltet habt. Heute möchte ich gerne euch diese kleine Leckerei Ban Dam aus Vietnam zeigen. Diese sehen nicht nur richtig hübsch aus, sondern schmecken richtig lecker. Und die Ban Dams, die bestehen aus Maniokwurzeln und Kokosnussmilch. Und farblich können diese aus natürlichen Farbstoffen wie Pandansaft oder auch rote Betesaft dann eingefärbt werden. Das Ganze wird dann auch gedämpft später und obendrauf kommt dann noch Sesam, Salz und Zucker. Und nun zeige ich euch die Zutaten dazu, was ihr benötigt. Für den Maniokwurzelteig benötigen wir insgesamt 1 Kilo Maniokwurzeln. Die sind bereits schon geschält und fein geraspelt. Und so bekommt ihr das auch im Asialaden tiefgefroren. Ich habe das jetzt bereits auch schon aufgetaut. Dann braucht ihr insgesamt noch 400 Milliliter Kokosnussmilch, dann 115 Gramm Tapioca-Mehl, 80 Gramm Kokosraspel, 70 Gramm Zucker, 20 Milliliter Pandansaft, dann etwas Pandanextrakt, dann 20 Milliliter rote Betesaft, dann braucht ihr einen Teelöffel Vanilleextrakt und einen halben Teelöffel Salz. Zum Bestreuen benötigen wir insgesamt 40 Gramm Sesam, dann 1 Esslöffel Zucker und 1 Teelöffel Salz. Als erstes die Maniokwurzeln auswaschen, das Wasser herausdrücken und kurz beiseite stellen. Das Wasser, welches ich am Ende dann herausgedrückt habe, kurz stehen lassen, damit sich der Manioksatz nach unten setzen kann. Das Wasser werde ich dann jetzt weggießen und den Manioksatz dann behalten. Anschließend werde ich den Maniok, Kokosnussmilch, Tapioca-Mehl, Salz, Zucker und Vanilleextrakt hinzugeben und gut verrühren. Jetzt werde ich die Masse in 3 Schüsseln aufteilen. Die erste Schüssel hat jetzt etwas mehr Maniok als die 2 anderen, weil ich den Anteil von Weiß einfach mehr haben möchte. Nun werde ich dann die eine Schüssel mit Pandansaft einfärben und die andere dann mit rote Betesaft. Als nächsten Schritt werde ich dann das Ganze dann dämpfen. Hier habe ich schon einige Teller mit Frischhaltefolie dann bereits eingewickelt, damit ich später den Maniokteig besser herausnehmen kann. Nun werde ich jetzt ca. eine Kelle vom Teig dann auf den Teller geben und verstreichen, sodass der Teig ca. 1 cm Dicke hat.
Anschließend werde ich das dann nacheinander dämpfen. Nach circa 10 Minuten wäre dann auch eine Schicht Maniokteig dann fertig. Nun werde ich dann alles gut abkühlen lassen. Jetzt werde ich die Maniokschichten dann in ca. 1 cm dicke Streifen dann auch schneiden. Am besten wickelt ihr das Messer dann auch mit Frischhaltefolie ein, damit euch das Ganze nicht am Messer kleben bleibt. Zuletzt werde ich das Ganze dann noch mit Kokosraspeln ummanteln. Als nächsten Schritt werde ich jetzt Sesam in eine Pfanne geben und anrösten. Anschließend das Ganze dann wieder gut abkühlen lassen. Nun werde ich dann den Sesam in einen Gefrierbeutel geben und mit einem Nudelholz das Ganze dann zerkleinern. Dann Salz und Zucker hinzufügen und gut vermischen. Vor dem Servieren dann obendrauf die Sesamsalzmischung dann verteilen.
Und so habt ihr schöne und leckere Bandam. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst und bis zum nächsten Video. Tschüss!